Hi, das hier ist Bacon Jam oder Bacon Marmelade und wie man die macht, das zeige ich euch in der heutigen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Die Idee für dieses herrlich bekloppte Rezept habe ich aus einem noch bekloppteren Buch, und zwar diesem hier, 50 Shades of Bacon. Und was wir alles an Zutaten brauchen, das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für unsere Bacon Jam brauchen. Los geht es mit unfassbaren 750 Gramm Frühstücksbacon. Dann habe ich hier 3 Knoblauchzehen, 7 rote Zwiebeln, 1 Cup voll braunen Zucker, Balsamico-Essig, Ahornsirup, geräuchertes Paprikapulver. Dann braucht ihr eine gusseiserne Pfanne, ein Metallsieb und eine hitzebeständige Schale, in der das Baconfett nachher abgegossen werden kann. Los geht es jetzt damit, dass ich den Bacon in ca. 2 cm große Stücke schneide, die Knoblauchzehen und die Zwiebeln schon mal klein schneide und dann geht es an der kalten Pfanne weiter. Die Zwiebeln und den Knoblauch habe ich jetzt schon mal grob vorgeschnitten, da müsst ihr euch auch jetzt nicht besonders Mühe geben, weil das wird nachher alles nochmal kurz durch den Mixer gejagt. Hier ist der Bacon und davon schneidet ihr euch einfach so 2 cm breite Stücke runter. Dass es also so richtige kleine 2 cm Scheibchen gibt. Und das bereite ich jetzt noch vor und dann geht es weiter. So, jetzt liegt hier also ein ganzer Berg voll Bacon. Also wirklich so richtig schöne Stücke. Und dadurch, dass das ja alles Scheiben sind, lässt sich das natürlich gleich wunderbar verteilen. So, die Pfanne war bis jetzt kalt, das heißt, ich schmeiße jetzt die Herdplatte an. Und zwar auf der Einstellung 7 oder 6, zwischen 6 und 7 von 10. Das heißt, nicht die volle Hitze, es soll langsam warm werden. Und jetzt lege ich den Bacon, verteile ich ihn in der Pfanne und lasse den ganz langsam warm werden. Der Bacon ist jetzt in der Pfanne und die Pfanne erhitzt sich wirklich ganz langsam und das ist auch wirklich wichtig, damit eben das Fett langsam austreten kann und da später nicht noch so viel Fett im Bacon selber drin ist. Das dauert jetzt bestimmt 20 Minuten. Nehmt euch die Zeit und dann machen wir weiter. Nach ungefähr 15 Minuten ist die ganze Flüssigkeit aus dem Bacon verdampft und jetzt beginnt es so langsam, ihr hört es vielleicht im Hintergrund so, wie halt dieses typische Geräusch, wenn ihr Bacon in eine Pfanne legt, ne, so ein Schmatzen in der Richtung. Wenn ich jetzt umrühre, werdet ihr auch hören, dass also jetzt langsam wirklich beginnt das Fett auszutreten. Oder wie Oscar Mayer sagen würde, this is when magic happens. Und jetzt müsst ihr immer dranbleiben und immer schön weiterrühren, dass der Bacon nicht ansetzt, aber dennoch das Fett verliert. So, wie ihr hier sehen könnt, befinden wir uns auf einem sehr guten Weg. Es riecht fantastisch in meiner Küche. Ich denke, das Ganze braucht jetzt noch so circa 10 Minuten und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Wenn ihr dann seht, dass der Bacon so wie hier jetzt anfängt zu schäumen, wisst ihr, ihr seid jetzt am Ziel. Der Bacon ist jetzt schön kross, das Fett ist ausgetreten und jetzt werde ich das Ganze durch ein Metallsieb abgießen. Wichtig ist dafür, keine Plastikschüssel unterstellen, weil das Fett ist natürlich brüllend heiß. Deswegen eine feuerfeste Form nehmen, in der ihr das umfüllt, denn von dem Baconfett wollen wir natürlich unter keinen Umständen irgendwas verschwenden. Wichtig ist natürlich, wenn ihr wieder mit einer gusseisernen Pfanne arbeitet, nicht so anfassen die Pfanne, sondern immer einen Handschuh nehmen und jetzt eben das Fett vom Bacon abgießen bzw. den Bacon in das Sieb umfüllen. Und wie ihr sehen könnt, da ist noch einiges an Fett drin. Was ihr mit dem Baconfett alles anstellen könnt, das werde ich euch in dem einen oder anderen Video zeigen, denn damit lassen sich noch wirklich ganz tolle Sachen machen. Also wie gesagt, auf keinen Fall wegkippen. So, ich denke, der Bacon sollte jetzt soweit abgetropft sein. Den stelle ich jetzt beiseite und dann geht es an der Pfanne weiter. So, hier ist jetzt unsere leere Pfanne. Die ist natürlich jetzt immer noch heiß und hier ist noch was von dem Baconfett. Und davon kommen jetzt 2 Esslöffel wieder in die Pfanne zurück.
Und dann habe ich hier ja die Zwiebeln und den Knoblauch und die werden jetzt in der Pfanne angebraten. Den Herd stellt ihr bitte wieder nur auf 6 von 10. Die Zwiebeln sollen nicht anrösten, sondern sie sollen einfach nur weich werden, sprich andünsten. Wenn die Zwiebeln und der Knoblauch dann glasig angedünstet sind, in der Regel dauert das so 6 bis 10 Minuten, gießt ihr das Ganze auf und zwar mit einem halben Cup Balsamico-Essig, einem halben Cup Maple-Sirup, dann habe ich hier einen Cup voll braunen Zucker, der kommt damit dran. Und ein Teelöffel vom geräucherten Paprikapulver. Einfach um noch eine kleine Rauchnote damit ranzubringen. Und das Ganze lasst ihr jetzt erstmal schön aufkochen. So, wenn das Ganze dann sprudelnd kocht, das Ganze schön mit einem Holzlöffel in Bewegung lassen und dann hier unseren Bacon noch mit dazu. Und jetzt müsst ihr den Herd runterstellen auf eine 3 von 10. Die Pfanne ist ja sowieso noch heiß, also die wird jetzt eh noch eine Zeit lang die Hitze halten. Aber wichtig ist es jetzt, dass es jetzt langsam und nicht mehr bei zu viel Hitze weitergeht, damit das Ganze jetzt schön eindickt und eine schöne Marmelade ergibt. Wo ich das Ganze gerade so sehe und rieche, finde ich, dass noch ein bisschen frischer Thymian damit dran kann. Und ich werde jetzt einfach mal so ein paar Blättchen hier runterrupfen und noch mit in die Marmelade werfen. So sieht das Ganze jetzt nach 30 Minuten aus. Es blubbert, es riecht fantastisch. Und jetzt werde ich es noch kurz in den Mixer umfüllen und mit ganz kurzen Intervallen durchmixen, dass es eine richtig schöne Konsistenz bekommt. Immer noch gilt, nichts ohne Topflappen. Und dann fülle ich es hier jetzt in den Mixer um. Und so schaut das Ganze dann fertig aus. Es hat jetzt also, ist immer noch kleine Stücke drin, aber natürlich jetzt viel feiner. Und jetzt fülle ich das Ganze mal in Gläser um und dann zeige ich euch. So, das ist dann also draus geworden. 4 kleine Einmachgläser voll köstlichster Bacon-Marmelade. Leute, ich habe die gerade eben probiert beim Umfüllen. Die ist unfassbar lecker. Ich kann es quasi kaum erwarten, einen Burger zu machen und diese Marmelade quasi unter einen Fleischpatty drunter zu machen, das wird eine Offenbarung. Absolut genial. Ganz einfach zu machen und das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.